Hallo und herzlich willkommen hier auf der Teststrecke des Instituts für Kraftfahrzeuge. Mein Name ist Leonard Tiski und ich bin in dieser Saison einer von 3 Teamleitern bei Ecurie X, dem Formula Student-Team der RWTH Aachen. Im September vergangenen Jahres haben wir euch auf unserem Rollout den ERC E09, genannt Nuri, und den ERC E07.D, genannt Rita, vorgestellt. In den darauffolgenden Monaten standen wir aber vor einer großen Herausforderung. Die Pandemie hat uns nicht erlaubt, vor Ort an den Fahrzeugen zu arbeiten. Trotzdem haben uns die Fahrzeuge aber eine stabile Basis gegeben, auf der wir vor allen Dingen softwareseitig einiges erreichen konnten. Darüber hinaus haben wir auf mechanischer Seite einige Updates konstruieren können. Nun stehen die Events 2021 bevor und wir möchten euch einmal in die Entwicklung der vergangenen Monate mitnehmen. Viel Spaß! Die Geschichte mit Rita als Driverless-Fahrzeug fängt tatsächlich in der Saison 2018/2019 an. Zu Beginn dieser Saison haben wir uns entschieden, die Software bei uns grundsätzlich neu zu entwickeln und haben quasi komplett nochmal mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Insofern war in dieser Saison im Prinzip unser Ziel nur zu fahren und sind dann auch am Ende nicht viel schneller als Schrittgeschwindigkeit gefahren, was für uns aber zu dieser Zeit trotzdem ein riesiger Erfolg war. Für die nächste Saison waren wir dann sehr zielstrebig und hatten das Ziel, das longitudinale Fahrzeuglimit schon in Runde 1 zu erreichen und grundsätzlich so nah wie möglich an den fahrdynamischen Grenzen des Fahrzeugs zu kommen. Im letzten Jahr waren wir dann leider durch die Covid-19-Situation sehr eingeschränkt in der möglichen Testzeit und konnten deswegen viele unserer sehr ausführlichen Entwicklungen nur begrenzt testen, haben aber da schon direkt einige Fehler feststellen können, die uns daran gehindert haben, unsere Ziele zu erreichen. Dementsprechend haben wir diese Saison damit angefangen, diese Probleme anzugehen, was zum einen eine verbesserte Synchronisierung der Kameras und LiDAR zueinander ist und zum anderen das Scan-Matching, was uns ermöglicht, auch bei höheren Geschwindigkeiten zuverlässig eine Karte der Pylonen aufzubauen. Nachdem wir diese Verbesserungen gemacht haben, hatten wir natürlich noch deutlich mehr vor in dieser Saison. Darunter zum einen die Berechnung der Ideallinie, welche uns anstatt vorherig nur die Mitte der Strecke folgt, tatsächlich auch von außen an die Kurven anfährt, diese schneidet und das Ganze mit einem fahrdynamischen Modell optimiert, wie es am schnellsten durch diese Strecke kommt. Auch dadurch, dass unsere Pipeline im Prinzip jetzt in der Lage ist, von Runde 1 beliebig schnell zu fahren, was wir sehr intensiv auf Fahrerdaten erprobt haben, sind wir jetzt bei einem Punkt angekommen, wo wir sehr nah an den fahrdynamischen Grenzen sind und damit Aerodynamik brauchen, um noch weiter Rundenzeit gewinnen zu können. In der Vergangenheit wurden, um die Service Brake und das Emergency Braking System zu realisieren, Drucktanks verwendet, die Fluidic Muscles aktuiert haben. Das heißt, das sind pneumatische Muskel, die kontrahieren und die haben dann indirekt auf die Hauptbremszylinder eingewirkt und da Bremsdruck ausgeübt. Die neue Bremsaktivierung vereint die alten Funktionen des Hauptbremszylinders und des Fluidic Muscles. Das heißt, in ihm wird direkt der pneumatische Druck aus den Gaszylindern umgesetzt in hydraulischen Druck ins Bremssystem. Das realisieren wir, indem wir innerhalb von einem Bauteil 2 Zylinder haben, jeweils mit Kolben darin, die die Kraft umsetzen durch ein Übersetzungsverhältnis. In dieser Saison fahren wir mit einem neuen KPC. Der Hintergrund dabei ist, dass dieser deutlich effizienter ist. Er ist sowohl günstiger als auch wesentlich energiesparender und durch seinen geringeren Energieverbrauch erzeugt er auch deutlich weniger Hitze, was uns eine deutlich leichtere Kühllösung ermöglicht, wodurch wir uns gerade erhoffen, in Hinsicht auf nächste Saison viele wertvolle Erfahrungen zu sammeln, um da ein noch deutlich effizienteres und performanteres System auf die Beine zu stellen.
In der Vergangenheit waren unsere Lenkungscages Waterjet-Konstruktionen, die im Nachhinein geschweißt wurden. Der Lenkungscage, das ist unsere interne Bezeichnung für das obere Lenkgetriebegehäuse, sitzt vor dem Fahrer, direkt unter dem Dashboard. Und er lagert unter anderem die Lenksäule, die zum Fahrer hingeht, verbindet diese mit einem Kegelradgetriebe mit der unteren Lenkung. Unser oberer Lenkungscage ist SLM gedruckt. Das tun wir, weil wir mit dem SLM-Druck besondere Gestaltungsmöglichkeiten haben. Wir können diese Teile auf beispielsweise die Lastpfade optimieren, was wir in diesem Fall auch gemacht haben. Traditionell beim Fräsen ist das schwieriger möglich, weil wir mit simpleren Geometrien nur fertigen können. SLM steht für Selective Laser Melting. Das bedeutet, mit einem Laser wird in einem Scanner ein Bett abgefahren, auf dem Metallpulver liegt. Dieses Metallpulver wird durch den Laser ausgehärtet und dadurch entstehen Bauteile, in denen schichtenweise das Bett abgefahren wird. Wir haben unsere Bremssättel bei der Auslegung für den ERC 09 nochmal grundsätzlich überarbeitet. Wir hatten unter anderem zur Auswahl Mountainbike-Kaufteile zu verwenden, haben uns aber dagegen entschieden, dass, da wir mit Eigenbau sehr viel mehr Gestaltungsfreiheit über die Geometrie haben, kritischer Parameter ist hier der Bauraum. Wir wollen radial den Bauraum so weit wie möglich reduzieren und mit diesem Eigenbausattel haben wir einfach die Möglichkeit, das genau nach unseren Anforderungen zu machen und auch das meiste an Gewicht rauszuholen. Unterstützt wurde diese Entscheidung von den verfügbaren Fertigungskapazitäten. Das heißt, hier wurde sehr gezielt das Bauteil untergebracht und wir konnten auch diese komplexe Geometrie dann fräsen. Im Moment läuft unsere interne Carbonfertigung auf Hochtouren. Wir fertigen für die Events unter anderem die neue Hybridfelge. Das ist ein Carbonbett mit einem Aluminiumstern. Diese Felge spart gegenüber den Vorjahren 800 Gramm pro Stück. Das ist, weil es ungefederte rotierende Masse ist, besonders kritisch. Des Weiteren fertigen wir im Moment unser aerodynamisch optimiertes Fahrwerk. Das ist ein Update-Teil zum ERC 09. Hier haben wir durch eine neue Strukturauslegung der Carbonstäbe und das Hinzufügen von aerodynamisch optimierten Hinterkanten zusätzlichen Abtrieb erzeugen können, während wir auf das Fahrzeug ein weiteres halbes Kilo sparen. Das neue Lenkrad bietet zusätzlich Gewichtssparpotenzial. Hier wurde das Fertigungskonzept umgestellt von einer Sandwich-Platte auf ein Schalenlenkrad, in dem die Bauteile dann integriert werden und das zweiteilig verklebt wird. Für den neuen Frontflügel wurde sich entschieden, weil wir noch Potenzial sahen, unter anderem bei der Strukturauslegung. Das heißt, hier konnten wir zusätzlich die Steifigkeit erhöhen durch eine neue Fertigung der Innenstruktur. Gleichzeitig haben wir auf das Bauteil nochmal Gewicht gespart. Das neue VCU-Modell wurde von Grund auf neu aufgesetzt, um es wesentlich übersichtlicher zu machen, um die Wartung wesentlich einfacher zu machen und das Einstellen von Parametern vor allem in dem häufigen Testbetrieb diese Saison zu verbessern. Die VCU ist die Vehicle Control Unit. Das ist ein Steuergerät, also quasi das Gehirn unseres Fahrzeugs. Da werden die ganzen Fahrdynamikregelungen berechnet und immer das optimale Drehmoment für jedes Rad kalkuliert, sodass wir das meiste aus dem Auto herausholen können. Wir haben die Regelungssysteme auch nochmal von Grund auf neu entwickelt und verbessert, sodass wir jetzt nochmal deutlich bessere Beschleunigungswerte und Rundenzeiten damit erzielen können. Die Highlights sind zum Beispiel die querdynamisch optimierte Traktionskontrolle. Da wird sichergestellt, dass jeder Reifen immer den maximalen Grip hat, den die Straße bietet. Außerdem haben wir für Kurvenfahrten auch noch ein neues Torque-Vectoring-System implementiert und dort wird die Lenkung unterstützt, indem ein Differenzmoment gestellt wird am Auto, sodass das Auto sich ohne Lenken schon automatisch eindreht und wir noch schneller durch unsere Kurven kommen. Soweit zu den Updates aus der Werkstatt. Diese gilt es nun auf den Events umzusetzen. Zu Beginn werden wir mit Nuri in den Niederlanden und am Red Bull Ring in Österreich antreten. Anschließend geht es mit beiden Fahrzeugen zur FSIs nach Ungarn. Das Highlight der Saison bildet dann ebenfalls mit beiden Fahrzeugen die Formula Student Germany am Hockenheimring. Den Abschluss bildet die FS Arta in Italien, wo wir mit Rita, unserem Driver, das Fahrzeug antreten. Wir freuen uns auf die Events. Macht's gut und bleibt gesund.